Wer waren die häufig zurückgewiesenen Gruppen? In der Reihenfolge Ukrainer, Syrer und Afghanen. Und eine Zahl, die macht mich wirklich selbst sprachlos. Es wurden einfach mal 1482 bereits abgeschobene Personen aufgegriffen. 1400 Menschen also, die eigentlich dieses Land bereits verlassen mussten, keinen Rechtsanspruch darauf haben, hier zu sein und trotzdem wieder ins Land zurück wollten und vielleicht es ja auch später noch geschafft haben über andere Kanäle. Wer weiß das schon? Und da muss ich jetzt mal ganz klar mir die Frage stellen, was war hier in den letzten Jahren los? Wir reden hier über einen so kurzen Zeitraum. Seit 2015 waren unsere Grenzen sperrangelweit offen. Hey Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, was wirklich an unseren Grenzen passiert? Ulrich Siegmund von der AfD hat Zahlen veröffentlicht, die schockierender nicht sein könnten. In nur 9 Monaten sind über 53.000 Menschen ohne Papiere in unser Land gekommen. Und das, obwohl wir nicht mal flächendeckende Grenzkontrollen haben. Was läuft hier eigentlich schief? Und das ist noch nicht alles. Über 1400 Personen, die schon einmal abgeschoben wurden, sind einfach wieder zurück. Es ist, als wäre Deutschland ein riesiger Selbstbedienungsladen für diejenigen, die hier nichts zu suchen haben. Diese Menschen bringen nichts mit, was uns nach vorne bringt. Im Gegenteil, wir scheinen ins Mittelalter zurückzufallen. Das ganze Drama hat 2015 begonnen, als die CDU noch regiert hat. Was für eine scheinheilige Truppe, unwählbar. Das, was die CDU sagt und das, was sie handeln, sind zwei völlig verschiedene Welten. Wir müssen endlich aufwachen und verstehen, dass wir diesen Politikern nicht mehr trauen können. Seht euch das Video bis zum Schluss an. Ihr werdet nicht glauben, was ihr hört. Das muss jeder erfahren. Auf geht's! Heute Zahlen, Daten und Fakten, die einen fassungslos machen. Erinnert ihr euch noch an das große Gejammere der Grünen, die gesagt haben, ach, Einreisekontrollen, Grenzkontrollen, bringt das denn überhaupt irgendwas, nutzt das irgendwas? Wie ist die Realität? Das zeige ich euch. Zehntausende bei Grenzkontrollen ertappt. Ich hätte es ein bisschen anders formuliert, aber so steht's hier. Und das möchte ich jetzt nochmal aufzeigen, was dahinter steckt, weil einem das genau, wie gesagt, fassungslos macht. Wir reden hier über einen Betrachtungszeitraum von 9 Monaten und allein in diesem Zeitraum wurden einfach mal 53.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Und dazu muss man wissen, dass wir die eigentlichen Grenzkontrollen ja erst seit Mitte September haben. Das heißt, wir reden hier über einen wirklichen Zeitraum von nicht mal 2 Monaten, insgesamt mit Kontrollen in dem Umfang aktuell und trotzdem über solche Ergebnisse, die offenbar bei stichprobenartigen Grenzkontrollen festgestellt wurden. Und das muss einfach mal jeder für sich selbst einordnen. Dann muss man dazu sagen, haben wir ja nicht mal wirklich flächendeckende Grenzkontrollen. Es wird nicht jeder Autofahrer kontrolliert, es wird nicht jeder Bahnreisende kontrolliert und es wird auch nicht jede Grenze zur gleichen Zeit immer und überall kontrolliert. Das ist Faktenlage. Und trotzdem, solche dramatischen Zahlen, muss man mal ganz klar sagen. Dann interessant, wer waren die häufig zurückgewiesenen Gruppen? In der Reihenfolge Ukrainer, Syrer und Afghanen. Und eine Zahl, die macht mich wirklich selbst sprachlos. Es wurden einfach mal 1482 bereits abgeschobene Personen aufgegriffen. 1400 Menschen also, die eigentlich dieses Land bereits verlassen mussten, keinen Rechtsanspruch darauf haben, hier zu sein und trotzdem wieder ins Land zurück wollten und vielleicht es ja auch später noch geschafft haben über andere Kanäle. Wer weiß das schon? Und da muss ich jetzt mal ganz klar mir die Frage stellen, was war hier in den letzten Jahren los? Wir reden hier über einen so kurzen Zeitraum. Seit 2015 waren unsere Grenzen sperrangelweit offen. Wer ist hier alles in dieses Land gekommen? Was ist hier in diesem Land passiert in diesem Zeitraum? Und welche Konsequenzen wird das für die nächsten Jahre in diesem Land haben? Das muss sich einfach jetzt mal jeder nach solchen Zahlen, Daten und Fakten selbst mal vor Augen halten. Und da ist eine zweite Sache noch ganz interessant. Die Grünen und die SPD hatten nicht in dieser Form die Verantwortung über diese Zeit 2015 bis 2021. Das war eine reine CDU-Verantwortung. Die jetzt immer am lautesten nach Grenzkontrollen rufen, die jetzt immer am lautesten gegen die AfD schießen und unsere Position jetzt aktuell übernehmen, die haben genau das zu verantworten. Und deswegen möchte ich dieses Video heute mit einer kleinen persönlichen Bitte abschließen.
Weil ganz, ganz viele wissen das offenbar nicht. Ich blende euch mal hier die Wahlergebnisse in Thüringen der unterschiedlichen Altersgruppen ein. Wie haben die jungen Menschen gewählt und wie haben die älteren Menschen gewählt? Und das zeigt hier ganz klar ein Informationsdefizit, auch wenn die älteren Menschen wüssten, was diese Partei wirklich zu verantworten hat, wäre in diesem Land einiges besser. Und deswegen meine Bitte an euch, sprecht mit Menschen in dieser Altersgruppe, die ihr kennt, mit Eltern, mit Großeltern etc. Lasst uns gemeinsam Aufklärung schaffen und unser altes Land zurückholen, liebe Freunde. Danke, dass ihr bis hierher dabei wart. Wenn man sich anschaut, wer über die Grenzen nach Deutschland kommt, sticht ein bestimmtes Bild immer wieder heraus. Junge Männer. Es ist kaum zu übersehen. Es geht hier nicht um hilfsbedürftige Familien, Kranke oder alte Menschen, die wirklich Schutz und Unterstützung benötigen. Nein, es sind in der Mehrheit Männer, alleinreisend und oft ohne Rücksicht auf Regeln oder Gesetze. Und ich frage mich ernsthaft, was bringt das für unser Land? Diese Leute kommen oft aus Ländern mit Werten und Vorstellungen, die mit unserem nicht immer vereinbar sind. Was passiert, wenn hier immer mehr Menschen ankommen, die Respekt und Verständnis für unsere Kultur und unser System nicht teilen? Deutschland ist ein Sozialstaat, ein Rechtsstaat, aber irgendwann muss man sich fragen, können wir all das noch aufrechterhalten, wenn weiterhin tausende Menschen ohne echten Grund oder Recht hierher kommen? Es fühlt sich fast an, als wären wir zu einem Selbstbedienungsladen für diejenigen geworden, die sich nur das Beste für sich herausholen wollen, ohne Rücksicht auf die Folgen für uns alle. Wir reden hier von Zahlen, die unser ganzes System ins Wanken bringen können. Deutschland kann einfach nicht die ganze Welt aufnehmen, ohne dass es an den Grundpfeilern rüttelt, die unser Land stark gemacht haben. Es ist nicht das, was ich mir für unsere Zukunft vorstelle, und ich glaube, viele von euch sehen das genauso. Was ich mir wünsche, ist ein gerechtes und sicheres Deutschland, in dem diejenigen Unterstützung bekommen, die es wirklich brauchen, und nicht jeder, der einfach Anspruch erhebt. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, wir sollten nicht stärker differenzieren, wer Schutz braucht und wer hier nur Ansprüche stellt? Warum ist es so schwer für unsere Politiker, das durchzusetzen? Deutschland braucht klare Regeln und wir alle müssen uns dafür einsetzen, dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. Lasst uns gemeinsam dafür einstehen, dass unsere Gesetze respektiert werden ohne Ausnahme. Lasst uns darüber sprechen. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung und die Diskussion dazu. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr denkt, dass mehr Leute solche Informationen bekommen sollten, dann gebt dem Video gerne ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Teilt es auch mit anderen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Danke für eure Unterstützung und eure Zeit. Bis zum nächsten Mal und bleibt wachsam. Die Kreuze klar für